Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Kürzlich habe ich mir eine Wasserfall-Airbrush-Kabine angeschafft. Was genau das ist und welche Vorteile sowas mit sich bringt, das schauen wir uns heute genauer an. Ein Modell erwacht erst so richtig zum Leben mit der Lackierung. Wer dabei viel mit der Spraydose oder der Airbrush arbeitet, der hat sicher eine Spraykabine zu Hause. Die kann jetzt selbst gebaut oder gekauft sein. Ist eigentlich egal, weil vom Prinzip her funktionieren diese Kabinen immer gleich. Ein Lüfter oder Ventilator, der sorgt dafür, dass Aerosole und Farbpartikel durch einen Filter nach hinten abgesaugt werden. Das verhindert, dass dann zu viel giftige Dämpfe oder Farbpartikel in der Luft herumschwirren. Jetzt gibt es aber auch solche Kabinen mit einem Wasserfall. Doch was ist eine Wasserfall-Airbrush-Kabine genau? Ich habe da jetzt einmal das Internet gefragt und die Antwort kommt ein bisschen, ich sage mal, bürokratisch daher. Wegen dem aktiviere ich heute wieder mal meinen Klugscheißer-Modus. So. Und den Spickzettel. Und da habe ich folgende Antwort bekommen. Eine Wasserfall-Airbrush-Kabine ist eine spezielle Kabine, die für Lackierarbeiten verwendet wird. Wer hätte es denkt? Sie verfügt dabei über eine Wasserfallwand, die verhindert, dass Farbnebel und Dämpfe in die Umgebung gelangen und sich in der Luft ausbreiten. Das Wasser fängt nämlich den Farbnebel auf und reinigt die Luft, bevor sie aus der Kabine entweicht. Somit ist das eine sehr effektive Möglichkeit, um die Umgebung und die Gesundheit zu schützen. Tja, und ich glaube, jetzt haben wir genug geschwafelt, jetzt schauen wir uns das Ding in echt einmal an. Wie ihr sehen könnt, besteht die Airbrush-Kabine aus einem geschlossenen Gehäuse mit einem offenen Bereich für eure Arbeiten. Soweit nichts Neues. An der Rückseite des Arbeitsbereichs, da befindet sich aber diese Kunststoffscheibe, über die das Wasser läuft. Dahinter sieht man den gewohnten Filter. Das heißt, die Luft muss jetzt quasi einen Umweg über dieses Wasser gehen. Dabei nimmt das Wasser die Farbpartikel auf, die in der Luft herumschwirren, und transportiert diese nach unten ab. Man sieht hier auch so einen schwarzen Filter, der hat schon ein bisschen was aufgefangen. Abgesaugt wird die Luft dann da nach oben. Ja, und da liegt eigentlich nur so ein Knick- und ausziehbarer Schlauch dabei. Da in der Plastiktüte. Der kommt bei mir aber noch nicht zum Einsatz. Am Endstück habe ich dann noch so eine alte Filtermatte angebracht, ne? Und das bisschen Staub, was da drauf ist, nicht irritieren lassen. Das ist nicht von dieser Kabine, sondern noch von der alten. Eigentlich braucht man diese Filtermatte aber da auch nicht. Aber bei mir kommen so die alten Filtermatten noch zu ihrem Gnadenbrot. Im Unterbau der Kabine, da sitzt ein Wasserbehälter samt Aquariumpumpe. Beim Wasser handelt es sich um destilliertes Wasser, ja, und gut 10 Liter gehen da schon rein. Die Kabine selber, die wird dann mit diesen schwarzen Klammern, die man da sieht, da hat es da hinten zwei und je links und rechts eine, auf dem Unterbau montiert. Das Ganze hält wirklich sehr, sehr gut und so verstellbare Füßchen hat man dann auch noch. Wir haben da und da zum Beispiel, da unten, und das Ganze natürlich noch auf den anderen Seiten. Und mit diesem Füßchen, da kann man alles schön in die Waage bringen. Leider liegt dem Ganzen aber keine kleine Wasserwaage bei. Gesteuert wird die ganze Anlage über diese 3 Schalter. Grün schaltet das Licht ein und aus, rot das Wasser und dieser Drehknopf, der ist für den Lüfter da. Bei dem, oder besser gesagt denen, es sind ja mehrere verbaut, kann man die Drehzahl nämlich ändern. Schalten wir jetzt doch einfach mal das Licht ein. So. Und wie ihr seht, da leuchten die 3 LED-Lampen. Wir haben da rechts eine, links eine und oben eine, den Arbeitsbereich sehr gut aus. Da die Seitenwände transparent sind, na da, hallo, kann man natürlich noch nach Belieben zusätzliches Licht von links oder rechts reinstellen lassen. Ich selber finde die Ausleuchtung aber super, vor allem, weil ich vorher sowas gar nicht gehabt habe. Das eigentliche Highlight ist natürlich aber das Wasser. Ne? Wie schon gesagt, läuft es dann diese Kunststoffwand runter und nimmt die Partikel mit. Jetzt schalten wir doch das einfach mal ein. Ja.
Jetzt kommt's und voilà. So. Gibt es noch, dass man da so Stellen hat. Da fährt man einfach schnell mit dem Finger drüber. So. Was ein bisschen doof ist, zu Beginn spritzt es ein bisschen, ihr seht es da. Aber es handelt sich ja dabei nur um Wasser und das ist ja schnell weggewischt. So, und über diese Wasserwand, ja, da muss jetzt der Luftstrom wandern und durch den Filter nach hinten, ja, und dann nach oben abgezogen zu werden. Ich habe jetzt bereits mit diversen Dosen und Airbrush und so weiter einiges lackiert und der blaue Filter da hinten, wie ihr seht, der ist eigentlich nur relativ sauber. Wie der nach einem halben Jahr ausschauen wird, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber das zeige ich euch dann gern via Social Media und da auf YouTube via Community-Beitrag. Was man auch noch merkt, man hört die Pumpe fast nicht. Also die ist sehr leise und das Wasser fließt da schön kontinuierlich diese Wand hinunter. Ja, tut jetzt rein, läuft in den Behälter, wird wieder angesagt und so weiter. Zu guter Letzt, da schalte ich jetzt noch die Lüfter dazu. Die sind gegenüber der alten Kabine, wo ich gehabt habe, lauter. Aber wie bereits erwähnt, kann man sie natürlich runterschalten, was die Lautstärke und logischerweise auch die Saugleistung verringert. Tja, das Wasser schalte ich jetzt auch wieder ab. So. Dann sickert das da schön runter und fertig. Und damit die Kabine schön sauber bleibt, da sollte man sie nach jedem Arbeitsgang kurz abwischen. Ich nutze dazu da den Mr. Tool Cleaner. Der ist zwar ein bisschen schärfer, aber das hat dem Kunststoff bisher nichts ausgemacht. Ne? Also auch da, das ist sehr hochwertig gemacht da, das Ganze. Mein Fazit. Eine Wasserfall-Airbrush-Kabine ist eine super Investition, wenn ihr regelmäßig und viel Lackierarbeiten durchführt. Sie schützt eure Umgebung und eure Gesundheit und der Aufbau, wie ihr gesehen habt, ist ja relativ simpel und auch schnell erledigt. Der einzige Negativpunkt, der mir bis jetzt aufgefallen ist, ist, dass sie halt beim Einschalten so ein bisschen überschwappt, das Wasser. Aber ja, das ist halt so. Ich habe dafür aber im Internet gelesen, oder besser gesagt in einem Video gesehen, dass man diese Kunststoffwand versiegeln sollte. Dann läuft das Wasser anscheinend auch von Anfang an gleich gleichmäßiger runter und dann sollte es nicht mehr auftreten. Ich werde das jetzt dann ausprobieren, einen Versuch ist es wert. Die gezeigte Airbrush-Kabine ist in Europa von Wiltec erhältlich. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und zum Preis. Ich habe da jetzt in der Schweiz 336 Franken dafür bezahlt. Das ist ein stolzer Preis, liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass man sie hierzulande nur über einen Händler bekommt. Man bekommt ihn zwar in diversen Shops, aber wenn man da genauer schaut, sieht man, dass das alles beim selben Händler ist. Ne? Und die anderen Shops haben dann auch noch einen ziemlichen Preisaufschlag, da ist man dann auch schon bei knapp 400 Franken. In Deutschland und Österreich, da schaut die Sache aber dann auch ein bisschen anders aus. Infos dazu, wo man die kaufen kann und zu welchem Preis, gibt es auf der Seite von Wiltec, die ich euch ja verlinkt habe. Stolzer Preis, mir war es aber wert, weil ich habe das Problem gehabt, trotz Atemschutz, wenn ich länger lackiert habe, habe ich immer so ein Kratzen im Hals gehabt. Und seitdem ich diese Airbrush-Kabine benutze, da habe ich das Problem nicht mehr.
Außerdem merkt man es auch an der Umgebung. Es sind viel weniger Farbpartikel in der Luft, die sich dann nachher irgendwo absetzen, und das ist auch bei mir ein großes Problem, weil meine Werkstatt einfach keinen Durchzug hat. Jo, und wenn es jetzt noch Fragen gibt zu dieser Airbrush-Kabine, zu dieser Wasserfall-Airbrush-Kabine, dann haut's in die Tasten und füllt den Kommentarbereich damit. Ja, und in der nächsten Folge, da geht es dann wieder mit der Modellbauschule weiter, und bis dahin, da wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.